Guten Morgen. Heute ist ein bisschen länger geschlafen, weil es einfach nichts zu tun gibt heute. Heute machen wir einen kurzen, schönen chilligen. Und ja, hier so schaut es aus bei uns. Da hinten die fette Düne. Und alles fast noch leer. Ja, wir checken mal ab hier ein bisschen den Platz. Gehen vielleicht mal hoch zur Düne. Und ja, machen uns jetzt mal Frühstück und dann schauen wir weiter. Wir haben uns mal eine kleine Kabine hinterm Auto gebaut. Also der Wind hier eigentlich reinblasen will. Jetzt kommen wir hier runter. Ja, schon cool. Und man kann jetzt hier duschen und ja, alles. Weil wir haben hier drinnen ja eine Dusche, habe ich mir schon gezeigt hier. Hat nur an und kriegt nur Wasser. So, wir haben uns entschieden, heute hier zu bleiben, weil es echt schön ist. Die Sonne soll genießen, weil es soll ein bisschen schlechter werden. Und ansonsten genießen wir dann für den Tag. Vielleicht gehen wir nachher dieser fetten Düne, die haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt. Und dann, so, genau. An der Bühne vorbeigelaufen. Jetzt sind die Steine hier zu diesem Strand. Und da oben, wo die Leute jetzt sind, beziehungsweise ans vorderste Spitze sind, da wollen wir jetzt hin. So, jetzt sind wir am Zipfel angekommen. Einsame Bucht. Von Meilen und dann liegt hier Todesbier. Aber auch da oben erst. Okay. Also von näherem Betrachten, der Wind steht gut, deswegen kriege ich das jetzt hier nicht. Es ist ein Delfin. Jetzt sieht man erstmal, wie schön das Meer hier ist eigentlich. Kein toter Delfin, wäre schön. Und da gehe ich jetzt dann gleich noch baden. Sag's. Was soll ich sagen? Crazy Schissel. Für dich, mein Bro. Bro, Dünenspringen, Sylt. Remember the Schissel. Das Schüssel.
Wochen. Ja, wir ziehen jetzt ein bisschen weiter. Und nächstes Ziel ist Cadiz. Wir wollten uns die Stadt anschauen. Und ja, mein letzter Abschluss. Die Wolken ziehen auf, morgen soll es regnen. Vielleicht sind das schon die Wolken. Ja, wir sehen es sehen. Also dann, wir machen mal zu. Und dann wird es dann. Naja, wir sind da vorgegangen, da ist so ein Leuchtturm und leider hat das Ding zu, weil wir sind hier am Abend. Wieder den Weg zurück. Und dann werden wir noch ein bisschen durch die Altstadt wandern. Ja. So war's das. Wie ihr seht, sind wir wieder mal angekommen bei uns, auf dem Campingplatz diesmal. Haben jetzt einen schönen Platz und wir müssen unbedingt laden, deswegen hier mal alles gleich, was so zum Laden geht. Und die Kamera hängt jetzt auch gleich wieder dran, deswegen, man sieht sich einfach. So, wie ihr es schon erkennen könnt, sind wir frühzeitig abgereist. Es hat ein bisschen angefangen zu regnen. Jetzt haben wir Lager aufgebrochen, beziehungsweise frühzeitig. Wir mussten halt auch um 12 Uhr raus aus dem Ding. Deswegen sind wir jetzt halt schon unterwegs. Haben uns gedacht, in diesem Dörfchen, wo wir jetzt hier sind, schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier sind wir im Puerto de Santa Maria. Hier gleich neben dem Nachtclub. Aber viel besser hier hinten. Gleich so ein kleines Böckchen oder sowas. Das ist ganz nicht schnell. Eigentlich schon toll. Orangenbäume. Da. Und da ist ein Platz. Da oben. Ein Storchennest, aber leider jetzt gerade nicht bewohnt. Lauter einzelne Kacheln. Voll abgefahren. Ja, nach 2 Stunden Fahrt sind wir jetzt hier in El Rochio angekommen, einem kleinen Pilgerdörfchen, wo es Pfingsten richtig abgehen soll, weil hier irgendwie eine Prozession stattfindet. Sind über 1 Million Leute anscheinend. Das Coole an der Städtchen ist, dass das so ein, ja, fast schon ein bisschen mexikanisch anmutet. Hier mit den die ganzen Straßen sind alle Sand. An jedem Restaurant oder so kannst du deine Pferdchen davor spannen. Ja, schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Überall so aus, das ist total lustig mit den Autos, das sieht total surreal aus. Scheint ja echt ein Festchen gewesen zu sein.
Hinten kommen die ganze Zeit so Schüsse oder, ja, keine Ahnung, Knaller. Schon lustig hier. Jodela. Wir haben einen Stellplatz gefunden. Wir sind jetzt echt hier durch das Dörfchen da hinter uns gefahren. Und da ist keine Menschenseele da. Also ab und zu sieht man mal ein Auto oder ein Licht oder ein Häuschen, aber alles leer. Also die geilste Stadt. Das ist echt krass. Ja. Im Mai durchs Wetter, es regnet. Das ist jetzt alles nicht so prickelnd. Da unten ist das Meer. Wir wollten jetzt nicht noch näher, weil hier sind wir ein bisschen windgeschützt. Da unten bläst wie Hechtsuppe. Ja, genau. Ja, jetzt machen wir schon zu gemütlich, tun mal was schnell überletzen und dann ja, geht's weiter mit dem Tagesablauf und Schlafen. Jo Leute, so ist es. Es regnet draußen wie Seuche. Wir haben es uns hier im Auto ein bisschen gemütlich gemacht. Ja. Kochen darf man leider hier drinnen nicht. Das ist leider verboten. Deswegen machen wir uns einfach bloß einen Salat und vielleicht ein Gras und ein Brot. Haben wir aber heute schon richtig gut gegessen. Wir haben einen Chinesen gefunden, man darf es gar nicht sagen. Wir haben einen Chinesen gefunden, weil wir echt so Bock hatten auf Thailändisch und Asiatisch mal wieder. Und haben uns einfach fett da voll gefuttert. Und der war auch echt lecker, teilweise ein bisschen fad, fand ich die eine Soße, aber der Rest war lecker einfach. Und viel war es und richtig viel war es. Und eigentlich war es zu viel. Naja, jetzt werden wir noch ein Filmchen hier schauen und so. Und dann werden wir den Abend ausklingen lassen. Es wird hier echt schon um 7 Uhr, es stockt finster. Ja, was haben wir jetzt, 7:30 oder sowas. Und geht halt hier früh schlafen, ne? Morgen, so wie es gestern aufgehört hat, jetzt heute weiter. Ich tue mal einen kleinen Vorgeschmack. Man hört es ja auch, es pisst wie Seuche. Tja, jetzt werden wir uns mal hier langsam ein Teechen machen. Stress haben wir natürlich heute nicht, weil bei so einem Wetter kannst du doch nicht wirklich was machen. Oh, jetzt kommst du da richtig runter. Das Meer ist voll wild, das ist richtig krass, voll die Wellen und so. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal ein Teechen, frühstücken und dann hoffentlich Richtung Sonne. Ich darf euch ja das tolle Wetter natürlich nicht vorenthalten. Hier steht das Wasser direkt und natürlich muss ich euch auch die Kamera echt, die ist echt leider jetzt dann langsam hinüber. Das fette Meer. Jetzt wird die Kamera voll nass. Scheiße. Ja, aber hier seht ihr jetzt Meer. Recht gut hier. So, wir verlassen das Örtchen. Gerade war wieder die Polizei da, hatten am Rechten geschaut, aber hat uns wollte nichts von uns. So, wir fahren jetzt einfach wieder Richtung Sevilla und dann überlegen wir uns, ob wir einen schnellen Weg Richtung Chao nehmen oder ob wir noch wieder ein bisschen in die Berge fahren. Schauen wir mal, wie das Wetter so ist. Hier ist auf alle Fälle madig. Wir zeigen euch noch, wie leer das Städtchen ist eigentlich, weil hier ist echt keiner. Und Nacht kamen noch welche, die haben sich neben uns gestellt. Natürlich neben uns, klar, Engländer, aber die haben auch gleich Kuckuck gemacht irgendwie. Und ja, wir fahren jetzt mal und dann sehen wir uns. Ja, alles leer. Alles zu. Schon nicht, ja. Was zu verkaufen. Jetzt haben wir diesen komischen Ding nicht gesehen. Was im Meer liegt. Naja, irgend so ein Turmspitzchen soll irgendwo im Meer abgebrochen liegen. Aber, oh, es gibt's nicht. Jetzt kommen uns Autos entgegen. Aber sonst alles sehr... Der Hausmeister wahrscheinlich. Die Housekeeper, ja. Ja, wir verlassen das spooky Dörfchen, wo nichts los ist, wo keiner mehr wohnt.
Nationalpark, wo wir eigentlich heute wandern wollten. Aber dem Wetter zur Schulde wird daraus nichts. Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen shoppen waren im Decathlon, sowas wie Globetrotter, bloß ein bisschen billiger mit Eigenmarken und so. Ja, haben uns überlegt, die Sonne kommt raus. Irgendwie doch jetzt. Und jetzt schauen wir nach Sevilla. Ja, ich glaube, wir schauen nach Sevilla und schauen da ein bisschen die Stadt an und dann fahren wir weiter zu wieder so einem Stausee. Ja, mal schauen. Ja, sind wir hier. Da war mal ein offizieller Aussichtspunkt. Da war mal ein offizieller Aussichtspunkt. Jetzt ist hier Hundekackplatz. Ja. Ja, mit was für Würstchen? Wir haben eigentlich gedacht, wir kommen hier irgendwie rein, weil da oben ist eine fette Statue. Na, wo ist sie jetzt? Da. Und da haben wir es gedacht, wir können uns das anschauen, aber irgendwie finden wir keinen Eingang. Jetzt schauen wir mal ums Eck. Oh, leider sind wir nicht reingekommen. Irgendwie finden wir keinen Eingang. Also zweimal hatten wir die Möglichkeit, aber jedes Mal mit dem Tor. Und ja, von dem her geben wir es jetzt einfach auf, fahren nach Sevilla. Gut ist. Wenn die nicht wollen, dass wir da reinkommen, vielleicht ist es ja auch so ein Kloster oder sowas, dass es so abgesperrt ist, ich weiß es nicht. Naja, halb so wild. Wir werden es überleben. Ja, nach Sevilla haben wir jetzt auch keine so richtige Lust. Stadt und so. Nee, wir wollen lieber wieder raus. Ja, da haben wir uns heute hingestellt. Kein Bock mehr. Das Wetter macht einen voll nieder irgendwie. Ich habe gar nicht so richtig Lust auf irgendwas. Da ein fettes Hotel. Dafür haben wir wenigstens hier einen See. Wir haben auch wieder was gesucht, wo wir so alleine stehen, aber irgendwie entweder haben wir heute keine Lust zu suchen oder irgendwie ist alles heute ein bisschen fad, ich habe keine Ahnung. Aber da hinten, vielleicht gibt es ja morgen wieder schönes Wetter. Wir hoffen es auf alle Fälle. Jetzt machen wir dann erstmal was zum Essen und schauen wir weiter. Jo, jetzt hat er wieder gepinkelt. Wir sind trotzdem hier an einem schönen Plätzchen, ihr habt es ja glaube ich schon gesehen. Wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Bus-Action gemacht. Yeah. Und irgendwie ist es trotzdem, obwohl es so ein bisschen doofer Platz ist, ganz cool hier so mit dieser Allee. So ein bisschen wenn man aus dem Fenster schaut. Hat schon was. Ab und zu kommt mein Auto vorbei, aber das ist echt nicht so oft. Genau. Ja, wir machen es uns noch gemütlich und ja, morgen wollen wir uns die Stadt anschauen. Arcos, voll so rondermäßig, so an der Klippe. Das wird richtig schön, glaube ich. Ich hoffe, das Wetter spielt ein bisschen mit. Jetzt gerade regnet es nicht. Aber wer weiß, es ist eigentlich für morgen noch angesagt. Aber wir hoffen natürlich nur das Beste. Na gut, gute Nacht.